Hallo meine Lieben, ich bin mir sicher, dass viele von euch schon im Klötzchenfieber sind und ich habe es jetzt endlich auch geschafft und deshalb wollte ich euch heute ein Projekt zeigen, wo ich was mit den Klötzchen mache vom Klötzchenmann. Und dann wollte ich euch auch noch so ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie man solche Klötzchen auch aufwerten könnte oder aufwerten, einfach aufhübschen, sagen wir es mal so. Da habe ich euch ein paar Ideen ganz am Schluss des Videos und eben das erste Projekt, da gehen wir auch gleich nach dem Intro rein. Ich habe mich, als ich die Klötzchen bestellt habe, für zwei Sorten entschieden. Das ist einerseits die Buche, weil ich damit auch sehr viel dann machen kann, wenn ich noch was aufs Holz drauf machen will. Da zeige ich euch dann auch ein paar Beispiele. Und das Nussbaum, und genau das werde ich fürs heutige Projekt verwenden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt Mühe damit, mich zu entscheiden, was für ein Projekt ich denn heute machen will, weil es hat echt so dermaßen viele coole Ideen da draußen. War schwierig, sich zu entscheiden, aber ich konnte mich entscheiden und eben ich werde mit den Nussbauklötzchen arbeiten. Und zwar habe ich da 4, 8, 16 Klötzchen. Und damit ich mir meinen Tisch nicht versaue, habe ich eine Unterlage, einen nassen oder feuchten Lappen. Zum Kleben, den habe ich von Yasando, der Ponal Express Holzleim, weil der schnell trocknet. Dann habe ich mir die Hörzchen schon so ein bisschen angeguckt, welche ich für den äußeren Rahmen, weil es gibt eine Lichtbox heute. Da habe ich mir einfach die Hörzchen so ein bisschen angeguckt und geguckt, was am besten zusammenpasst. Das wird oben, das wird unten und dann für den Rahmen innen habe ich ein paar ausgewählt, die jetzt nicht so super schön aussehen wie die hier, um den Rest der Box zu machen. Und die kleben wir schon mal zusammen. Und zwar soll das so sein, dass das hier quasi einfach ein Viereck entsteht. Das heißt, genauso klebe ich die aneinander und zwar beide. Also 4 und 4. California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. So, und jetzt kommen die Klötzchen und da machen wir erstmal einfach immer 2 Stück an der langen Seite zusammen. Weil damit bilden wir den Innenrahmen. California, the sun is always shining bright. Und das lasse ich jetzt alles erstmal trocknen und anziehen, damit wir da dann weitermachen können. Und dann habe ich ganz einfach abgemessen, wie groß die Distanz hier ist. Also ich habe mir einerseits angeguckt, wenn ich innen drinne bin, wie viel Platz habe ich für das Design, dass man das noch sieht. Da bin ich bei rund 13,5 und dann habe ich geguckt, wie weit. Ich bin ungefähr 1 cm vom Rand auf beiden Seiten, da bin ich bei 16 und hier auch in etwa bei 16.
Also Design habt ihr, wenn ihr es so macht, ungefähr Platz für 13 x 13 und das Blatt sollte dann 16 x 16 sein. Und ich habe für hinten, mache ich jetzt kein Pergamentpapier. Könnt ihr machen. Ich mache es nicht, weil ich will nur, dass man das wirklich vorne sieht. Und deshalb mache ich hinten einen Kraftkarton drauf. Den schneide ich hier kurz auf eben diese 16 x 16 cm. Das wäre das. Dann können wir den schön hier draufkleben. Und dann habe ich eben, damit man hier dann auch durchsieht, ein Pergamentpapier genommen und da habe ich einen schwarzen Rahmen einfach angezeichnet, damit ich in etwa sehe, wo denn diese 16 x 16 cm sind. Damit das Design schön mittig ist. Und so schneide ich das auch kurz noch zurecht. Muss ich dann ein bisschen zaubern, weil ich habe es tatsächlich hinbekommen, nicht zu gucken, dass die Größe nicht anpasst beim Drucken. Jo. Aber es wird, also diese schwarzen Striche werden dahinter verschwinden. Passt schon. So, und jetzt kann ich eigentlich den Rest auch zusammenbauen. Respektive, ich entscheide mich hier kurz, was vorne sein wird. Das was wird das hier sein. Das heißt, ich drehe das um und klebe das hier hinten drauf. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Dann haben wir hier wunderbar schon mal das Bild und beim anderen Rahmen mache ich das hier drauf. Without me, I bet that you can get into sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass man von beiden Seiten durchsieht, könnt ihr hinten auch ein Pergamentpapier drauf machen. Aber für mich ist das wirklich die Rückseite der Box. Da braucht man nicht durchzusehen. Während das hier ein bisschen antrocknet, machen wir hier noch weiter. Bei daraus soll ja eine Box entstehen. Ich werde allerdings nur 3 Seiten zusammenkleben. Kurz gucken. So. Das heißt, hier, ne, geht das hier bis drüben. Dann kommt hier anschließend das hier. Weil dann kann ich dann hier oben das jeweils nur reinschieben und wegschieben, weil ich mache hier ein Klötzchen rein, dann als quasi Halterung, damit ich sehe, wie weit runter das fallen kann. Hier drüben steht es dann hier an und so kann ich das Element jeweils wegnehmen und wieder hinmachen. Ne? Ich glaube, dieses Klötzchen hier klebe ich tatsächlich auch schon als erstes an. Dann haben wir das schon mal. Jetzt kann ich einfach gucken, wo kommt es zu liegen, wenn es hier auf dieser Kante abschließt. Und dann mache ich das am unteren Teil fest, so dass das hier schön mit dieser Kante abschließt. Also mit diesem Holz hier abschließt. Und das dann quasi der Stopper ist, wenn ich dann das Holz quasi da reinschieben will. So, während das hier trocknet, kann ich hier die Teile noch dran machen, noch mal kontrollieren, ob das so stimmt.
Gut, das heißt hier an dieser Seite kommt Kleber drauf. Und das Teil wird hier dran gemacht. Und hier drüben mache ich einfach hier an der Unterkante quasi den Kleber dran und mache das hier ran. Und dann richte ich das kurz so aus, dass ich sehe, dass das wirklich auch schön gerade ist. Upsi, upsi. Und mir dann auch schön gerade trocknet. Und was ich jetzt auch gleich schon wage, ist, dass ich das hier hinten drauf klebe. Und jetzt mache ich den Teil noch hier oben drauf. Und da gucke ich jetzt einfach von oben runter, dass ich ungefähr gleich auf allen Seiten abschließe. Ich kann das auch aufstellen, damit ich sehe, dass das dann auch wirklich schön gerade steht. So, und das lasse ich jetzt trocknen, damit ich da dann am einfachsten weiterarbeiten kann. Aber ihr seht das Prinzip schon. Wir haben hier dann eine Box, hinten ist sie bei mir zu. Wie gesagt, ihr könnt auch ein Pergamentpapier nehmen. Dann hat es hier auf der Seite so ein bisschen Abstand, hier auch, hier unten auch. Steht aber da trotzdem schön und durch das Pergamentpapier werden wir hier dann auch durchsehen. Und schlussendlich ist dann das Ziel, dass wir das hier oben ganz einfach reinschieben können. So. Und das bleibt hier durch das Hölzchen, was drin ist, bleibt es schön liegen und fällt nicht runter und schließt hier drüben trotzdem schön ab. Na? So lasse ich das trocknen. Und wenn das dann getrocknet ist, könnt ihr hier entweder, ihr macht eine Lichterkette rein oder könnt ihr auch so kleine Lichtlein quasi reinmachen. Unten auf dem Boden haben die tatsächlich auch Platz, weil es ist genug breit. Natürlich würde ich jetzt da keine Kerze, die brennt, reinmachen, aber das Schöne ist halt, ich kann hier eine batteriebetriebene Lichterkette nehmen, weil ich dieses Element hier immer wieder wegnehmen kann und draufschieben kann. Das ist halt einfach beweglich und dadurch habe ich jetzt eine schöne Lichterbox. Ich mache hier kurz ein bisschen das Licht aus, damit ihr das auch schön seht. So schön leuchtet die dann im Dunkeln. Finde ich richtig cool. So quasi im Halbdunkeln. Auch das sieht super schön aus. Und wenn es dann eben wieder Tageslicht hat, können wir hier das Hölzchen wegschieben. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr das hier irgendwo hier auf der Seite festklebt, damit ihr da nicht immer alles rausnehmen müsst, sondern einfach diesen Schalter quasi hier auf der Seite, ja, es müsste hinten sein, sehr wahrscheinlich. Bei mir jetzt, weil es mit 3 Batterien betrieben ist, wenn ihr was Kleineres findet, könntet ihr das zum Beispiel hier auf der Seite festkleben und dann habt ihr den Schalter hier immer schön im Zugriff, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Das war das, was ich euch, oder das Projekt, was ich euch zeigen wollte. Und das ist jetzt wirklich nur eines. Ich finde das wirklich das Coole an diesen Klötzchen. Man kriegt eigentlich nicht genug, weil es so dermaßen viele Ideen da draußen hat, die man da selber auch mal ausprobieren kann. Wenn ihr zum Beispiel auf Social Media guckt nach dem Klötzchenmann, also da findet ihr echt
viele super coole Sachen, weil das ganze Team auch um den Klötzchenmann herum, die lassen sich wirklich immer wieder was Neues einfallen und basteln da wie die Verrückten. Also ich finde das wirklich Hammer, was die alles machen damit. Und das eine ist ja nicht nur, es gibt nicht nur x Projekte, die ihr mit dem Klötzchen umsetzen könnt, sondern es gibt auch, und das ist die schöne Überleitung, es gibt auch wirklich super viele Sachen, da es Holz ist, was ihr dann damit machen könnt, also wie ihr das Ganze aufhübschen könnt. Und da wollte ich euch einfach so ein paar Ideen geben. Vielleicht hilft euch das auch, wenn ihr gerade so ein bisschen auf der Suche seid, wie ihr sowas dann noch aufhübschen könntet. Ich habe hier 3 Klötzchen quasi geopfert, damit ich euch ein paar Sachen zeigen kann. Das eine ist Lasern. Ihr könnt ja immer solche, also wenn ihr einen Laser habt, dann könnt ihr ja solche Tags, will er fokussieren? So, könnt ihr ja solche Tags lasern und die nicht an einer Klammer festmachen, sondern irgendwo auf euer Projekt drauf machen. Das ist eine Variante. Ihr könnt die Klötzchen selber lasern, das funktioniert wirklich wunderbar. Dann aber, wenn ihr keinen Laser habt, habe ich was gefunden in Stuttgart in der Messe. Diese Torch Paste. Und die könnt ihr, wenn ihr hier eine Schablone habt, ich habe das hier tatsächlich mit dieser Schablone gemacht, dass ich das ganz einfach drauf gehalten habe, festgehalten habe, ein ganz kleines bisschen von dieser Torch Paste, das ist so wie ein Schäl quasi und dadurch läuft euch das Ganze auch praktisch nicht unter eure Schablone und könnt ihr da einfach ein bisschen drüber streichen, den Rest wieder zurück ins Töpfchen machen und dann müsst ihr das aber mit einer Heat Gun, also nicht die ihr fürs Embossing verwendet, sondern wirklich mit einem Hitzeföhn müsst ihr das erhitzen. Und ich finde das Schöne an der Variante einfach, dass ihr wirklich relativ schöne, klare Kanten bekommt. Weil was ich auch noch probiert habe, neben dieser Torch Paste, ist den Scorch Marker. Ich muss ehrlich sagen, mich überzeugt das Resultat nicht so richtig. Das ist dieses Herzchen hier drüben. Wenn ihr das vergleicht mit dem hier drüben, ist wirklich ein Unterschied. Aber beide müsst ihr dann halt eben mit der Hitzepistole erhitzen, bis das dann wirklich dieses dunkelbraun. Also die Paste ist eben, wenn ihr die drauf macht, ist die so orange. Und wenn ihr da mit hoher Hitze drauf geht, verbrennt die sich quasi und brennt sich ins Holz rein. Das ist eine coole Sache. Das heißt, wenn ihr keinen Laser habt, könnte das eventuell eine Alternative sein, was ich jetzt hier nicht hatte. Man kann ja auch Holz gravieren mit dem Hitzestab. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Der ist, seit ich einen Laser habe, ist der bei mir zu Hause und durfte gar nicht mehr mit ins Bastelstudio kommen. Aber das wäre durchaus eine Variante, wenn ihr eine ruhige Hand habt, dass ihr da halt mit dem Hitzestab da oder diesem, ich weiß nicht, sagt man Lötstab? Keine Ahnung, wie man dieses Ding nennt. Einfach da, wo ihr das Holz quasi mit einer feinen Spitze brennen könnt. Dann habe ich Flexfolie drauf gemacht. Einerseits, das sind die ersten Füßchen. Weil Flexfolie könnt ihr auch auf Holz drauf machen, da einfach immer darauf achten, dass ihr nicht zu viel Hitze drauf gebt, also nicht so lange drauf bleibt, damit der Kleber nicht neben der Flexfolie rausquillt. Das habe ich dann mit der Mini Heat Press gemacht. Flockfolie, auch die hat ja einen Kleber unten dran, wo ich das mit Hitze aufbringe. Auch das geht. Und ich habe jetzt das kurz, um das auszuprobieren, mit einer Stanze gemacht, aber das würdet ihr dann natürlich oder könntet ihr am besten dann wirklich schöne Schriftzüge und so mit dem Plotter ausschneiden und das dann drauf machen. Hier, was ich auch probiert habe, ist eine Vinylfolie. Müsst ihr einfach gucken, dass ihr eine wählt, wo ein starker Kleber drunter ist, aber ihr seht, das hält auch. Sicher nicht so lang wie eine Flexfolie, die drauf ist, aber geht auch.
Also hier diese 5 Varianten: Torchpaste, der Scotch-Marker, Flexfolie, Flockfolie, Vinylfolie. Ne? Das sind schon mal die ersten 5 Varianten, wo ihr zum Beispiel schöne Schriftzüge oder solche Sachen dann auf eure Klötzchen binden könnt. Dann des Weiteren haben wir hier, wenn ihr eine Archival Ink habt oder eine StarZone, geht natürlich auch, also eben eine Tinte, die waterproof ist, also wasserfest ist, dann könnt ihr wunderbar auch mit euren Stempeln einfach draufstempeln und das bleibt dann drauf. Und ihr bekommt durch die schöne Oberfläche auch wirklich ein schönes Resultat hin. Das zweite, ich habe ein Heat Embossing gemacht mit einem rosaroten Heat Embossing Pulver. Auch das funktioniert. Was ich extrem cool finde, ich habe ja hier einen Zettel, damit ihr das überhaupt seht. Es gibt ja diese Wasserschiebefolie, aber ich habe von Yasando diese Tattoo-Folie. Und ich finde die wirklich Hammer. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, das findet ihr bei mir auch. Das ist die hier, bedruckbares Tattoo-Papier, wo ihr das wirklich entweder mit eurem Inkjet-Drucker oder mit eurem Laserdrucker bedrucken könnt und dann einfach auf das Holz draufbringen. Das Schöne ist, es hat praktisch keine Erhöhung, weil das ist ganz eine feine Folie. Man sieht ein bisschen, dass sie glänzt, ja, aber der Effekt ist schon cool. Also, ne, ich finde das schon ein Hammer-Ergebnis. Das von mir auch eine Idee. Das andere hier hinten ist jetzt kein Motiv, aber was ich einfach auch zeigen wollte, ihr könnt immer, wenn ihr schöne Servietten habt, könnt ihr hier auch mit diesem Schutz- und Haftlack Serviettentechnik machen. Und eben, wenn ihr eine schöne Serviette habt, könntet ihr auch, wenn ihr mehrere Klötzchen aneinander reiht, vielleicht eines dann mit einer schönen Serviettentechnik quasi aufhübschen. Diese 4 Möglichkeiten. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ich habe einerseits mit auch dem hier kurz verwendet als Schablone und dann einfach mit Farbe ein Herzchen drauf schabloniert, aber da könntet ihr natürlich auch, ich habe mal ein ganzes Video gemacht, wo ich gezeigt habe, die verschiedensten Möglichkeiten an Schablonen, wo ihr wirklich mit Farbe auch eure Klötzchen aufhübschen könnt und da auch schöne Schriftzüge machen könnt. Dann habe ich auch, um auch euch das zu zeigen, weil das finde ich eigentlich auch cool, wenn ich mehrere Klötzchen aneinander reihe und ich zum Beispiel abwechslungsweise oder auch in einem Farbverlauf Farbe aufbringe. Und ich liebe halt hier den, wie das aussieht mit diesen Fleurfarben. Das sind so Kalkfarben, die finde ich super schön. Ne? Und es ist halt auch das Schöne, ich sehe trotzdem die Struktur vom Holz noch durch. Wenn ich das deckender haben möchte, dann kann ich auch ein zweites Mal drüber. Dann hier drüben, das ist keine schwarze Farbe, sondern ich habe hier ganz einfach eine Wasserholz, also eine Aqua-Holzbeize verwendet. Und das ist halt einfach das Coole, dass ich, selbst wenn ich jetzt diese Buchenhölzchen habe, kann ich trotzdem sagen, ich mache einfach ein paar mit der Holzbeize dunkler. Auch das geht. Und dann noch als die 2 letzten Möglichkeiten dachte ich auch, eine Wachssiegel sind ja auch schön. Also ich mache die jeweils, ich bereite die vor und dann nehme ich ganz einfach eine Klebepistole für den Heißkleber, mache dann einen Punkt auf das Holz drauf und drücke dann quasi den Siegel drauf. Das ist ein bisschen groß für dieses Hölzchen, aber man müsste sich ja vorstellen, ich habe zum Beispiel mehrere Hölzchen aneinander und hübsche das dann einfach mit einem coolen Siegel noch auf. Und das andere, wo ich dachte, was ich viel mache, ist, dass ich mit Buttons, mit Magneten arbeite. Das könnt ihr einerseits, dass ihr auf den Button selber ein Magnet drauf macht und dann, ich mache da jeweils einfach eine Vorlagescheibe drauf mit dem Heißkleber und dann kann ich hier den Button drauf machen. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr zum Beispiel ein kleines Löchlein reinmacht, ein Magnet ins Holz reinklebt und dann hier quasi, es gibt ja diese
Abschlüsse vom Button, wo hinten nur einfach ein Metall ist. Das würde ja dann wieder funktionieren, auch mit, wenn der Magnet im Holz drin ist. So könnte ich es noch dichter auf das Holz aufbringen. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Ihr seht, wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ideen, wie ihr das Holz noch aufhübschen könnt. Geht natürlich dann auch, dass man Sachen dran macht, wie zum Beispiel eben Holzklammern könnt ihr auch wunderbar auf das Holz draufkleben. Es gibt auch diese Holzkugeln mit dem Löchlein drin. Moment. Hier mit diesem Löchlein drin, und das sieht auch jeweils cool aus, wenn ich das irgendwo drauf mache, wo ich dann einfach eine Trockenblume zum Beispiel da reinstecken kann und so vor einen Bilderrahmen dann festkleben kann. Sieht auch sehr cool aus. Oder was ich auch schon öfters gesehen habe, sind diese Röhrchen. Wenn man da was macht, wo zum Beispiel irgendetwas, wo ich so eine Kartenbasis oder was habe, dass ich dann ganz einfach auf der Seite noch ein Röhrchen befestige, wo ich dann noch Blumen reinmachen kann, dass das so quasi und hier die Klötzchen so zusammenbaue, dass ich eine Karte reinstecken kann. Auch das ist eine Möglichkeit. Also ihr müsst euch die Ideen mal angucken, die ihr auf den sozialen Medien findet, wie eben Facebook, Instagram, Pinterest. An solchen Orten findet ihr wirklich super coole Ideen. Ich hoffe, das hat euch so ein paar Inspirationen gegeben, was ihr damit alles noch machen könnt, um das aufzuhübschen. Und wenn ihr tatsächlich noch nicht im Klötzchenfieber seid, überlegt euch das mal, ob ihr da auch mal was ausprobieren wollt, weil ich finde es wirklich, die Projekte werden wirklich super cool und sind halt einfach gemacht. Also man braucht ein bisschen Geduld, um den Kleber anziehen zu lassen. Aber ansonsten, ist es wirklich einfach gemacht. So, das wird heute, glaube ich, ein ziemlich kurzes Video, was aber auch völlig okay ist. Und ja, ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen, dass ihr da eben auch Lust habt, das selber mal auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby